Wir haben es hier mit einem Elomin zu tun. Und ein Elomin kann ein sorgfältig ausgeführtes Max-Hebel-Manöver nicht begreifen. Verstehen Sie die Kunst einer Kultur, dann verstehen Sie auch, wie sie kämpfen. Wenn ich fragen dürfte, was genau ist denn das Ziel Ihres Plans? Das einzige Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt, die vollständige und endgültige Vernichtung der Allianz. Die Macht wird immer mit dir sein. Ben, das ist ja eine Ewigkeit her. Was machen wir auf Tatooine? In der Tat, Luke, es ist lange her und wir sind auf Tatooine, weil es ein Ort ist, den du mit mir verbindest. Ist das hier ein Traum? Nun, da du schläfst, könnte man es einen Traum nennen. Allerdings ist ein Traum nur eine Illusion deines Unterbewusstseins. Das ist hier nicht der Fall. Also nein, es ist kein Traum, Luke. Wieso bist du hier, Ben? Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Verabschieden? Ja, es wird Zeit, mich auf einen Weg zu begeben, der mich von deinem trennt. Das heißt, von nun an wirst du mich nicht mehr sehen, bis auch du eines Tages diesen Pfad einschlägst. Aber du kannst nicht gehen, Ben. Ich brauche dich. Ich habe noch so vieles zu lernen. Nein, du brauchst mich nicht. Alles, was du brauchst, weißt du bereits. Du musst nur tun, was jeder von uns schon machen musste. Du musst weitergeben, was du gelernt hast. Ich kann nicht. Es ist nicht leicht. Leicht ist es nie. Vertraue deinen Gefühlen, Luke, und fang endlich an. Bilde deine Schwester aus und mache sie zu einem Jedi. Suche neue Schüler und gründe den neuen Orden. Ihr habt ja recht. Vertraue der Macht, Luke. Und jetzt entschuldige mich, ich muss gehen. Vergiss niemals, die dunkle Seite kann jederzeit zurückkehren. Möge die Macht mit dir sein, Luke. Immer. Habe ich das richtig verstanden, Leia? Sie haben die Bemisari-Mission abgebrochen? Ja, das haben wir. Es wurde zu gefährlich. Ich verstehe nicht ganz. Was ist denn passiert? Einer der Bims hat uns verraten. Und plötzlich waren da diese grauhäutigen Wesen, die versucht haben, uns anzugreifen. Als wir uns dann endlich befreien konnten, sind wir mit dem Falken geflohen. Leia, Sie haben die Mission einfach abgebrochen? Nein, wir haben die Bims vorher benachrichtigt und ihnen gesagt, dass wir einen neuen Diplomaten sind. Sie haben es verstanden und entschuldigen sich. Bei allem Respekt, aber Leia hat damit nichts zu tun. Ich habe die Situation für zu unsicher gehalten und uns rausgeflogen. Es tut mir leid. Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen, Captain Solo. Der Rest des Rates wird nicht sehr zufrieden sein, insbesondere Rat Failure. Ich bin mir sicher, ich kann den Rat davon überzeugen, wie ernst die Situation war und immer noch ist. Machen Sie sich darum keine Sorgen. Also gut, ich zähle auf Sie, Captain. Wir sehen uns dann auf Coruscant. Han, du hättest dich nicht einmischen müssen. Ach komm schon, Süße. Ich wollte dir nur ein bisschen helfen. Du musst nicht immer alle Schuld auf dich nehmen. Es war einfach nicht nötig, Han. Hey Luke, ich hab dich gar nicht bemerkt. Ist alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Leia, ich denke, es wird Zeit, deine Ausbildung abzuschließen. Was? Jetzt? Luke, Mon Mothma wird das nie zulassen. Und selbst wenn, erinnere dich doch mal an letztes Mal. Han, ich weiß, was ich tue. Das letzte Mal war mein erster Versuch und ich versichere dir, dieses Mal wird es anders. Ich halte das für keine gute Idee. Und ich bin mir sicher, Leia wird... Han, warte. Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Was?
Nach allem, was in letzter Zeit passiert, wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn Luke mich trainiert. Ich meine, zumindest könnte ich mich dann besser selbst verteidigen. Und das wäre dir doch auch lieber, oder Han? Naja, das stimmt schon. Dann wäre das geklärt. Sobald wir zurück sind, spreche ich mit Mon Mothma. Sie wird es verstehen. Und dann kannst du mich trainieren, Luke. In Ordnung. Captain Solo, wir haben Landefragment Priorität 1 erhalten. Danke. Ich setze gleich zur Landung an. Darf ich anmerken, Sir, dass das Landegestell instabil ist? Instabil? Immer hast du solche Schauergeschichten auf Lager 3PO. Entschuldigung, Sir. Sie haben uns einfach angegriffen. Was hätten wir denn machen sollen? Wurde denn einer von Ihnen gezielt angegriffen? Falls Sie meinen, ob Sie jemanden von uns entführen wollten. Nein. Sie haben uns alle angegriffen. Ich denke, dass es ein geheimes Team des Imperiums war. Ein Team des Imperiums? Was sollte denn das Imperium auf Bimsari? Keine Ahnung. Vielleicht wollen Sie nicht, dass wir uns mit ihnen verbünden und das Treffen verhindern. Falls das der Fall ist, dann ist es ihnen gelungen. Wenn jemand daran schuld ist, dann Sie und nicht das Imperium. Ich? Ja, Captain Solo, Sie haben eine diplomatische Mission abgebrochen. Das wird Konsequenzen mit sich ziehen. Was hätte ich denn Ihrer Meinung nach machen sollen? Darauf warten, bis Sie uns töten? Nein. Ich war für die Sicherheit verantwortlich und weiter dort zu bleiben wäre zu gefährlich gewesen. Haben Sie wenigstens gute Nachrichten für uns, Captain Solo? Wie sieht es denn mit Ihren Schmugglernfreunden aus? Ich konnte leider nichts erreichen. Die meisten von ihnen weigern sich, mit der neuen Republik zusammenzuarbeiten. Die anderen glauben, es könnte ein schlechtes Licht auf sie werfen. Wie ich mir dachte. Es war reine Zeitverschwendung, einen derart wichtigen Mann wie Captain Solo. Ach, auf einmal bin ich wichtig für Sie, Rat. Sie wissen, was ich meine. Wir sind sowieso nicht besonders beliebt bei den Schmugglern wegen... Wegen mir, natürlich. Das wollten Sie doch sagen, Rat, oder? Müssen Sie denn immer wieder darauf zurückkommen? Wir wissen, dass die Schmuggler nicht sonderlich gut auf Mon Calamari zu sprechen sind, aber das haben wir doch jetzt schon oft genug diskutiert. Ich finde, wenn wir schon einmal dabei sind, sollten wir mal darüber sprechen, wie die Botaner in der Öffentlichkeit... Das reicht jetzt. Captain Solo, Sie haben absolut richtig gehandelt. Es wird zwar die Sache verzögern, aber Failure, ich möchte, dass Sie einen botanischen Diplomaten senden. In Ordnung. Wir müssen außerdem herausfinden, wer diese grauhäutigen Wesen sind. Und Captain Solo, Sie warten bis auf Weiteres. Verstanden. Gut, dann ist die Sitzung jetzt beendet. Vorsitzender? Wieso denn so förmlich, Leia? So nennen Sie mich doch nur, wenn Sie etwas wollen. So ist es auch. Ich möchte Sie bitten, dass Sie mich für eine Weile außer Dienst stellen. Ich weiß, im Moment ist es ungünstig, aber ich möchte meine Jedi-Ausbildung zu Ende bringen. Ich denke, es wird mir nicht schaden, wenn ich mich im Moment auch mit einem Lichtschwert und der Macht verteidigen könnte. Außerdem könnte es der neuen Republik nicht schaden, wenn sie 2 Jedi auf ihrer Seite hätte. Sie haben recht. In Ordnung, Sie sind freigestellt, bis Ihre Ausbildung fertig ist. Aber dann brauche ich Sie dringend, Leia. Ich danke Ihnen und ich verspreche, dass ich mir nicht zu viel Zeit lasse. Glauben Sie, was Captain Solo gesagt hat, stimmt? Ich weiß nicht. Da könnte was dran sein. Es wäre möglich, dass das Imperium die 3 angreifen wollte. Doch wieso?
Möglich wäre es. Es wäre auch nicht ungewöhnlich. Es gab bereits einige andere seltsame Auseinandersetzungen mit dem Imperium. Doch es waren keine wirklich wichtigen strategischen Ziele, aber auch keine wahllosen Angriffe. Vor kurzem drang ein Trupp des Imperiums in die Zentralbibliothek von Obroa Sky ein. Sie wurden entdeckt und von einem kleinen Flottenverband von uns verfolgt. Daraufhin verloren wir den Kontakt. Ich habe einen Suchtrupp geschickt, doch gefunden haben sie nur Trümmer. Und solche Angriffe gab es immer wieder in den letzten 3 Monaten. Auf uns wirken diese Angriffe wie sinnlose Attacken und unnötige Operationen. Doch ich denke, dass das Imperium einem Plan folgt. Und das würde bedeuten... Es würde bedeuten, dass das Imperium geeint agiert. Wollten Sie das damit sagen? Es ist nur eine Theorie von mir. Aber ja, das wollte ich damit sagen. Wir haben alle großen Kriegsherren vernichtet. Und soweit wir wissen, ist das Imperium immer noch zerstritten. Aber es könnte sein, dass jemand das Kommando übernommen hat. Das wäre möglich. Doch wer könnte das sein? Wer könnte es schaffen, das so zerstrittene Imperium wieder zu vereinen? Das weiß ich nicht. Aber wir müssen mit Bedacht handeln und keine voreiligen Schlüsse ziehen. Denn wenn es stimmt, dann stehen wir vielleicht dem mächtigsten Feind seit dem Tod des Imperators gegenüber. Ah, Mara, kommen Sie doch rein. Danke. Ich verstehe nur noch nicht ganz, was das hier zu bedeuten hat. Ah, ich verstehe. Keine Sorge, das hier ist nur ein Geschäftsessen. Nicht mehr und nicht weniger. Bisschen protzig für ein Geschäftsessen. Nun, ich halte das für angemessen. Vor allem dann, wenn es sich dabei um eine Beförderung handelt. Eine Beförderung? Ja, Sie haben richtig gehört. Ich möchte Sie allmählich zu meiner Stellvertreterin machen. Nun, aber ich muss Sie vorwarnen. Wenn Sie mir diese Macht geben, werde ich sie auch nutzen. Es gibt einiges, was man hier verbessern könnte. Wie zum Beispiel... Entschuldigen Sie. Ja? Entschuldigen Sie die Störung. Aber ich dachte, es könnte Sie interessieren, dass wir Besuch bekommen haben. Das Imperium ist hier. Was? Ja, ein imperialer Sternzerstörer ist im Orbit. Stellen Sie Kontakt her. Wie bitte? Keine Sorge, Aves. Ich möchte nur ein wenig plaudern. Wie Sie meinen. Was wollen Sie? Gut nachbarliche Beziehungen pflegen. Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft, aber das wird nicht nötig sein. Unser Aufenthalt wird nicht von langer Dauer sein. Das vielleicht nicht, aber ich gehe davon aus, dass Sie aus einem bestimmten Grund hier sind. Die Ysalamiri, nicht wahr? Könnte ich vielleicht mit Großadmiral Thrawn sprechen? Wer? Oh, entschuldigen Sie. Ich kenne natürlich keinen Großadmiral Thrawn und ich weiß auch von keinem Herrscher über das Restimperium, der von dem Sternzerstörer Chimäre aus agiert, welcher wahrscheinlich gerade in der Atmosphäre schwebt. Sie sind ziemlich gut informiert für einen Schmuggler. Ich habe meine Quellen. Sie mögen zwar meine Hilfe nicht wollen, aber ich könnte Ihnen ein paar meiner Leute schicken, die sich mit dem lokalen Gebiet auskennen. Das wird nicht nötig sein. Dann gehe ich davon aus, dass Sie wissen, wie man die Ysalamiri gefahrlos von den Bäumen entfernt. Ich dachte, diese Tiere wären ungefährlich. Die Gefahr tut auch nicht Ihnen, sondern den Tieren. Sie lassen sie nicht einfach so von den Bäumen entfernen. Sie könnten riskieren, diese besonderen Geschöpfe dabei zu töten. Und Ihre Leute wissen, wie man sie entfernt? Einige von ihnen ja. Ich kann sie zu Ihnen schicken, wenn Sie möchten. In Ordnung. Aber wieso wollen Sie uns helfen? Wie bereits gesagt, gut nachbarliche Beziehungen pflegen. Ich werde es nicht vergessen. Ich danke Ihnen. Halten Sie es für richtig, dem Imperium zu helfen? Diesen Leuten kann man nicht trauen. Ich weiß, wie man mit solchen Leuten umgehen soll. Machen Sie sich keine Sorgen.
Nun aber zurück zum Geschäftlichen. Sie wollten gerade Verbesserungen in meinem Unternehmen vorschlagen? Ja, richtig, also. Die Isalamiri konnten erfolgreich an Bord gebracht werden, Admiral. Sehr gut. Gab es irgendwelche Probleme? Nein, Sir. Kades Leute haben gute Arbeit geleistet. Richten Sie Talon Karda aus, dass wir seine Mühen zu schätzen wissen. In Ordnung. Und wann wollen Sie mir sagen, wozu wir diese Tiere brauchen? Bald, Captain. Bald. Doch jetzt müssen wir Mörker verlassen. Lieutenant Tilisk, leiten Sie einen Sprung in den Hyperraum ein. Ziel Rayland.